Hallo noch einmal. Heute werden meine Puppen und ich euch den Genitiv beibringen. Vergesst nicht, die Untertitel und die Anmerkungen anzumachen. Los geht's. Hello again. Today my puppets and I will teach you the genitive case. Don't forget to turn on the subtitles and the annotations. Let's start. Hey Jimmy, ich kann den Werwolf nicht deklinieren. Oh, das ist ja sehr schade. Warum willst du Werwolf deklinieren? Ich habe ein Gedicht von Christian Morgenstern gelesen. Es heißt Der Werwolf. In dem Gedicht dekliniert ein Dorfschulmeister der Werwolf. Er sagt, der Werwolf wird den Wenwolf im Akkusativ und dem Wenwolf im Dativ. Aber er sagt auch des Weswolfs. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe den Nominativ, den Akkusativ und den Dativ. Aber was ist denn der Genitiv? Genitiv ins Wasser, weil es da tief ist. Ha! Was? Das hilft mir nicht. Den Genitiv benutzt man, um Besitz zu zeigen. Zum Beispiel, man kann entweder sagen, die Farbe von dem Rock oder die Farbe des Rockes, die Farbe von der Bluse oder die Farbe der Bluse, die Farbe von dem Hemd oder die Farbe des Hemdes, die Farbe von den Hemden oder die Farbe der Hemden. Wobei die erste Variante eher in der Umgangssprache gebraucht wird. Okay, mit männlichen und sächlichen Substantiven verwendet man des und ein s oder es am Ende des Substantivs. Wann verwende ich es und wann verwende ich es? Es steht am Ende eines einsilbigen männlichen oder sächlichen Substantivs. Es steht am Ende eines männlichen oder sächlichen Substantivs, wenn es mehr als eine Silbe hat. Zum Beispiel des Buches, des Mannes, des Hemdes, des Mädchens, des Bruders und so weiter. Als ich die andere Fehler gelernt habe, habe ich diese Eselsbrücke gelernt, um mir die Fehler zu merken zu können. Resse, Nässe, Murmeln. Nominativ, der, die, das, die. Akkusativ, den, die, das, die. Dativ, den, der, dem, den. Gibt es so etwas auch für den Genitiv? SR. Sir. Resse, Nässe, Murmeln, Surser. Das klingt gut. Muss man einen Buchstabe am Ende des Substantivs mit weiblichen Substantiven auch hinzufügen? Nein, das tut man nur mit sächlichen und männlichen Substantiven. Es gibt Präpositionen, die man mit dem Dativ verwendet und Präpositionen, die man mit dem Dativ verwendet. Gibt es auch Präpositionen, die man mit dem Genitiv verwendet? Ja, anstatt, außerhalb, innerhalb, trotz, während und wegen. Zum Beispiel, anstatt eines Hundes kaufe ich eine Katze. Außerhalb des Gebäudes ist es gefährlich. Innerhalb des Gebäudes ist es sicher. Trotz des schlechten Wetters spielen wir doch Fußball. Während des Gewitters sind wir drinnen geblieben. Wegen des Feuers kaufen wir neue Kleider. Okay, das verstehe ich auch. Ist das alles? Ja und nein. Es gibt auch Verben, die man mit dem Genitiv verwendet, aber sie sind esoterisch oder akademisch. Ich glaube, wir müssen das heute nicht lernen. Gut, dann gehe ich nach Hause. Tschüss! Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! I hope this video helped. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Till next time. Bye!